Hey, Servus, hier ist wieder euer Markus von Paint for Peace, eurem Podcast, der euch von der Angst in die Liebe führt. Und zwar erzähle ich dieses Mal von einer Geschichte, die ich seit einem halben Jahr ein bisschen verdauen muss. Und zwar geht es um Gronkh. Ich gehe darauf ein, auf die Frage, warum meine Nase denn jetzt wohl so anders aussieht. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit Gronkh, den kenne ich seit 10 Jahren. Bin mit dem eigentlich auch vorher nie aneinander geraten, hatte nur eine oberflächliche Beziehung, Zweckgemeinschaft, haben uns gegenseitig ausgeholfen, mal wenn es knapp wird oder sonstiges. Und ich habe ihm noch 50 Euro geschuldet. Hab das gesagt, dass er es Ende des Monats kriegt. Es waren 2 Tage danach. Er hat das als ja, Beleidigung oder Verletzung aufgenommen, hat daraufhin meine Tochter beleidigt über WhatsApp. Und ich habe mir vorgenommen, ihn, wenn ich das nächste Mal sehe, live darauf anzusprechen. Bin 2 Tage später danach einkaufen gefahren, dann saß er bei uns auf Dorfbrunnen vor dem Supermarkt auf einer Bank. Mittags um halb 4 war das circa. Und ich war mit dem Fahrrad und einem Kumpel dabei und habe gesagt, alles klar, da sitzt da, den spreche ich jetzt an. Bin vom Fahrrad gestiegen, bin hingelaufen, habe mich press vor ihn stehend, er sitzend hingestellt. Und ihr müsst wissen, Gronkh ist so ein 2,5 Meter, 130 Kilo Bergtrollviech sozusagen, nenne ich es jetzt mal, verdeckt mich komplett und ich bin auch nicht gerade klein mit 1,95. Und er steht auf, steht dann so dicht vor mir und guckt auf mich runter und sagt, ja, das mache ich auch jetzt. Und ich habe ihm erstmal geschuckt und er dreht sich um zu seinem Fahrrad, greift in den Rucksack rein, der auf dem Fahrradkorb da quasi thront und zieht einen Teleskopschlagstock raus und dreht sich zu mir um und schlägt mir zweimal sofort Richtung Kopf. Beim ersten Mal habe ich durch die Deckung noch den Schlag abgewehrt, beim zweiten Mal ging er durch die Deckung durch und meine Nase hat zum Glück den Aufprall gedämpft, weil der Arzt im Krankenhaus hat dann gesagt, hätte die nicht den Stoßdämpfer gespielt, hätte es sein können, dass ich tot bin. Und meine Tochter vielleicht kein Papa mehr hat. Nur mal so die Fakten. Ja, also mein Gesicht war dann auch geschält und ich hatte Scheuklappen vor den Augen von meiner eigenen Haut. Habe dann auch einen heftigen Blutverlust gehabt. Ich wurde auch fast ohnmächtig vom Blutverlust nach einer halben Stunde. Hatte aber trotzdem einen netten Arzt im Krankenhaus, der mich mit 24 Stichen genäht hat und wir eine kleine Scharade am Ende hatten bei den letzten 4 Stichen, da er die ohne Betäubung gesetzt hat, weil er nochmal neu betäuben hätte müssen. Und ich habe dann gesagt, wenn du ganz vorsichtig zu mir bist. Und er ist sofort darauf eingegangen, hatte meinen Humor und hat gesagt, ja, ich bin ganz vorsichtig. Und dann habe ich gesagt, dann mach es. Und er hat sofort angefangen zu nähen und hat dann gestochen und hat dann, oh, und ich, oh. Und wir haben dann so richtig herzlich beim Schmerzen aushalten zusammen gelacht. Fand ich ganz geil, also werde ich immer in Erinnerung behalten, positiv bei dem ganzen Misch drumherum. Ja, dann kam die erste Phase, wo ich sag mal Groll, Rachegefühle, Hass, Wut, alles Negative, was so in mir aufgekommen ist, erstmal sich legen musste. Ich habe mehrere Wochen drüber schlafen müssen, bevor ich erstmal sachlich an die Sache rangehen konnte und auch selbst reflektiert. Und dann auch irgendwann mir eingestehen musste, hätte ich nicht auf diese kindliche Beleidigungsmasche wie, oh, der hat Hurensohn zu mir gesagt oder meine Tochter beleidigt, ja. Wäre ich darauf nicht eingegangen und hätte ihn ansprechen müssen, ja, live oder sonstiges, dann hätte ich auch keinen Stahlschläger ins Gesicht bekommen. Entschuldigt trotzdem nicht die Tat. Klar. Ähm, Ich habe ihm dann die Chance gegeben, dazu Stellung zu nehmen, oder ich wollte einfach hören, warum er das getan hat. Habe ihn dann das erste Mal bei unserer Dorfkirmes beim Rummel getroffen, ja, beim Boxautostand, schon alkoholisiert. Da wusste ich nach einem Satz schon, okay, eine befriedigende Antwort werde ich da auch nicht bekommen. Habe das dann schnell abgebrochen und gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Habe ihn dann das zweite Mal mittags zufälligerweise am gleichen Brunnen wie beim ersten Mal der Tat wieder getroffen. Nüchtern, denke ich mal.
So hat es gewirkt. Habe ihn gefragt, was er gemacht, warum er das getan hat. Daraufhin hat er gesagt, du weißt doch, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ehrlich? Okay. Schlechten Tag. Ich habe einen schlechten Tag. Ja, dann nehme ich einen Stahlschläger mit oder eine Rute und lauf prügeln durch die Stadt. Wenn die Leute mich darauf ansprechen, hey, hallo, hey, hier stehen bleiben, Hände über den Kopf, sage ich, hey, ich habe einen schlechten Tag, mach mal langsam. Dann sage ich, okay. Okay, okay. Ich habe andere schlechte Tage, mach auch Mist, aber jetzt, ja, okay. Also, und dann kommen wir zum dem Ganzen, was jetzt für mich zählt. Ich habe im Nachhinein keinen Groll gegen ihn, weil wäre ich da nicht hin, hätte ich sie nicht gefangen. Hab auch ihm verziehen, weil er weiß es halt nicht besser. Vielleicht lernt das noch, ich wünsche es ihm. Er hat einen schlechten Tag gehabt, okay, entschuldige ich. Er hat falsch reagiert, okay, alles klar, kein Problem. Aber ich hole einen Stahlschläger aus meinem Rucksack und ziehe es jemand ins Gesicht und riskiere damit, dass der eben dass seine Tochter keinen Papa mehr hat. Ja, mit 3,5 Jahren. Das ist nicht entschuldbar. Und dafür gibt es dann die Justiz und dafür gibt es dann die Richterin, die darüber entscheidet, ob er das richtige Mittel gewählt hat, ob das in Deutschland legal ist und was dann mit ihm passiert. Was unsere Justiz anbelangt, da kommen wir wieder so ein bisschen zum Kern auch von meinem Podcast. Ich will nicht mich nur beschweren, sondern auch Lösungsansätze bieten. Ich persönlich halte nichts vom Gefängnis und ich denke, aus Straftätern macht man nur noch üblere Tiere oder Monster oder sonstiges, wie man sie bezeichnen will. Auf jeden Fall, Fehlgeleitete werden nur noch fehlgeleiteter und werden nicht resozialisiert, wie man so schön sagt. Mein Lösungsansatz wäre, wir haben so viele Jobs mit Unterbesetzung, allein an die Pflegejobs denke ich da. Es gibt Altersheime, da wird man sich wünschen, einfach nur kräftige Hände zum Wenden der Patienten zu haben, weil man mit dem Wenden, dass die wunden Stellen nicht kommen, allein schon nicht wieder herkommt und nur das Mindeste macht und schon wunde Stellen erzeugt, nur weil man so wenig Personal zum Wenden hat. Hey, lasst die Leute wenden. Dumm ausgedrückt. Lasst sie in Jobs, wo Mangel herrscht, arbeiten und da es dann kein Zwang werden soll, lasst ihnen die Option vor Gericht wegsperren oder Arbeitseinsatz in Mangeljob XY. Wir hätten die Stelle für Sie gleich mit Vorschlag, wie auch immer, Pflegekraft im Altersheim. Ähm, Sie haben die Wahl zwischen 10 Jahre Haft oder 7 Jahre Altersheimhilfe. Ja, lasst sie wählen, lasst uns andere Optionen schaffen und Leute wirklich resozialisieren und sie für ihre Fehler oder Ausmaß ihrer Taten bewusst werden. Das ist eigentlich der Kern der Sache, dass sie verstehen, was sie da gemacht haben, weil in meinen Augen auch Lösungsansatz für ihn nächstes Mal, falls er mir zuguckt. Servus. Statt einen Stahlschläger dabei zu haben, probier's mal mit einem Pfefferspray. Hey, gar kein Problem. Pfefferspray, wir wären direkt am Brunnen gewesen. Hier, so, du hättest abhauen können, hättest dir ins Höschen machen können. So, und ich hätte mir die Augen auswaschen können und alles wäre okay gewesen. Somit haben alle Lösungsansätze. Bis dahin, bis zum nächsten Lösungsansatz. Ich wünsche euch noch alles Gute, ganz viel Liebe. Euer Markus. Ich hätte es nicht angenommen. Hat das Synchron nicht gestanden? Will aber haben.